Wie viel war 1000 G-Potatoes damals Offi-Wert zu 2008? Also ich meine mich zu erinnern, dass man damals für 1000 G-Potatoes nur so 20 Mio bekommen hat. Falls du das meinst. 20 bis 40, meine ich, waren meine ersten Aufladungen wert. Millionen Penya. Kann sein, dass das 2007 war, nicht 2008, aber daran meine ich mich zu erinnern. Also ich meine, du musstest 10 Euro cashen, dann konntest du dir irgendwie 2 Vigors und 2 Demois holen. Vigor plus 9, Demoi plus 12. So. Junge. Das war so unerreichbar teuer für mich damals. Ja, was hat er gekostet? Ist bestimmt für 2000 G-Posts cashen können. Ich wünsche dir vielleicht zur Zeit von damals zurück, wo alles nochmal neu lernt, alles Neues. Eigentlich nicht, weil ich damals ein Kackboon war. Bin ich jetzt immer noch, aber wenigstens habe ich jetzt ein kleines bisschen mehr Geld. Also, und ich weiß auch, wie man Geld verdient, grundsätzlich. Würdest du dir nicht manchmal wünschen, zurück zu Flive zu gehen? Zu 2008, aber mit dem Flive-Wissen von jetzt? Oh, ja, genau die gleiche Frage kam eigentlich gerade schon auf Twitch. Was heißt wünschen? Also jein? Ich behaupte halt, wenn ich mit dem Wissen von jetzt damals spielen würde, wäre es ein leichtes, einer der besten Spieler auf dem Server oder reichsten Spieler auf dem Server. Beste ist bei Flive immer. Was heißt schon beste Flive? Das Spiel hat so gut wie kein Skill Cap. Oder ein extrem niedriges, besser gesagt. Aber es ist eher ein Wissensgap oder Cap. Und ich sage, mit dem Wissen von heute wäre es sehr einfach, einer der reichsten Spieler zu werden. Auch mit begrenzter Zeit. Also auch wenn du jetzt sagst, okay, heutzutage könntest du, oder jetzt als Erwachsener kannst du so viel spielen, wie du halt willst oder wie du Zeit hast. Damals ging es ja gar nicht darum, dass du Zeit hast. Damals ging es ja vor allem auch darum, dass du gar nicht unlimitiert an den PC durftest und so. Also selbst wenn du sagst, mit einer limitierten Zeit von 2 Stunden am Tag. Wenn du jetzt wirklich von 2007 bis 2009 redest, da würdest du trotzdem sehr viel erreichen. Wobei natürlich die Leute, die damals so extrem erfolgreich waren, waren dann schon Leute, die den ganzen Tag gespielt haben. Also kann mir keiner erzählen, dass er damals 1 Stunde am Tag gespielt hat und Maximallevel war mit bestem Equipment. Das garantiert nicht. Das war natürlich auch einer der Gründe, warum man nicht wirklich vorangekommen ist. Weil man noch gar nicht so viel spielen durfte. Und Flive war schon immer ein sehr zeitintensives Spiel. Egal was du machst, selbst wenn du Handel betreibst, musst du dich schon viel damit beschäftigen. Den ganzen Tag online sein, kaufen, verkaufen. Und so ein Scheiß. Denkst du, die wenigsten haben verstanden, dass man Dungeon farmen sollte oder was genau? Naja, damals gab es noch gar keine Dungeons. Damals gab es eigentlich nur Clockbox. Und den konntest du nur einmal pro Gilde machen. Und der war actually ziemlich schwierig. Nee, du hättest einfach nur den ganzen Tag leveln müssen. Ich weiß es noch genau von meinem Bruder. 2009 oder so. Oder Ende 2008. War er zum ersten Mal mit einem AOE-RM in Asria. Einfach nur Mutant Yetis Augus. Und er hat einfach pro Stunde 20 Mio gemacht. Pro Stunde hast du einen Ori, einen Moonstone gedroppt. Plus 10 Mio in NPC-Items. AOE-RM damals war ja komplett broken. Du konntest den ganzen Spawn tanken mit Breath of No Cooldown. Und Heal und Stonehand und so weiter. Und dann 1 Stunde, komplettes Inventar voll. Ori Moon, ein Ori 3 Mio, Moon, keine Ahnung. Und du hast einfach fast 5 bis 10 Euro in G-Post hast du einfach pro Stunde gefarmt. Und jetzt stell dir vor, das hättest du jeden Tag gemacht, 5 Stunden lang, 1 Monat lang. Und du wärst der reichste Spieler im Spiel. Und das hat halt keiner gemacht, weil es keiner gecheckt hat, dass man einfach nur spielen muss. Du musst einfach nur spielen. Musstest. Jetzt ist es viel komplizierter. Jetzt gibt es 5 Millionen Dungeons, 5 Millionen Spieler, alle grinden bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist es anders, weil es jetzt jeder verstanden hat, wie es funktioniert. Aber früher, wie Knack schon sagt,
die Leute, es ging einfach darum, 2 Stunden in der Arena zu chillen, statt was Produktives zu machen. Eben, die Leute haben den ganzen Tag, die waren, also selbst Leute, die 5 Stunden online waren, einer hat in 5 Stunden 50 bis 150 Mio gemacht, was Tausenden von GPOs entsprochen hat. Und wieder andere waren auch 5 Stunden online und die haben in den 5 Stunden gar nichts gemacht. Die haben am Ende wahrscheinlich sogar nach 5 Stunden weniger Geld gehabt als vor diesen 5 Stunden, weil sie den ganzen Tag nur gechillt haben, gechattet haben, vielleicht sogar noch ein paar Leuten hier und da was gekauft haben oder in der Arena waren und da dann gefoodet haben die ganze Zeit, Pillen gekauft haben und so weiter und so fort. Also, ja. Aber sie hatten Spaß. Ja, aber der andere hatte doch deswegen nicht weniger Spaß. Wenn Grinden dir Spaß macht. Also. Na klar, wenn du sagst, das macht dir Spaß, dann passt das ja. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, damals war alles so schwierig und so. Und ich sage einfach nur, also es war schon schwieriger, weil dein Equipment viel schlechter war und so. Aber es war trotzdem möglich. Und viele haben es halt auch einfach gar nicht verstanden, was man eigentlich tun muss. Viele haben ohne Buffs gespielt, ich auch. Immer bis Level 60 ging es ganz gut. Nach Level 60 ohne deine M hinter dir war es die absolute Kretze. Und so. Und das ist ja der Punkt. Also wenn viele Leute so sagen, oh, damals war doch alles so schwierig und so, und eigentlich nicht. Schwieriger, aber eigentlich einfach, also ich würde sagen, es war einfach anders. Die Möglichkeiten waren theoretisch die gleichen. Man musste sie halt nur ergreifen. Es verstehen und sie ergreifen. Und das hat kaum jemand verstanden, und selbst die, die es verstanden haben, haben dann vielleicht trotzdem lieber in der PvP-Arena gechillt, weil sie da mehr Spaß hatten. Flyfer hat früher, und es kommt ja auch aus dieser Zeit, wo Mobile Games, wo Online-Games ja wirklich wegen dem sozialen Aspekt mehr gespielt wurden. Und jetzt werden Spiele ja mehr gespielt wegen dem, also immer noch wegen dem sozialen Aspekt, aber wegen dem sozialen Aspekt hast du jetzt halt Discord, Social Media und so. Das ist halt von Spielen jetzt mehr getrennt, würde ich sagen. Also jetzt spielst du die Spiele wirklich, um die Spiele zu spielen. Und früher haben viele Leute das Spiel eigentlich nicht wirklich gespielt, um das Spiel zu spielen, sondern einfach nur, um da drin zu chillen. Und mit Leuten zu chatten. Und das ist wahrscheinlich auch noch einfach ein riesiger Unterschied. Der Grund, warum du überhaupt spielst, ist ein ganz anderer. Und deswegen sind die Leute dieses Leben. Deswegen sind die Leute jetzt viel mehr daran interessiert, auch tatsächlich Erfolg zu haben und tatsächlich was zu erreichen. Und früher war vielen Leuten das wahrscheinlich auch einfach vollkommen egal. Also vielen nicht, die haben es einfach nicht gecheckt, die waren zu jung und so. Aber genauso vielen war es wahrscheinlich dann auch einfach egal. Weil ich meine, damals haben ja auch extrem viele eigentlich schon Jugendliche gespielt. Und ich sage mal so, ab 15, 16, und damals, wie gesagt, gab es extrem viele in dem Alter, hast du es eigentlich angefangen zu verstehen. Ab so 15, 16 Jahren würde ich sagen, ist man alt genug, selbst wenn man noch nie ein Online-Spiel gespielt hat, um es relativ schnell zu verstehen. Ich war halt 10, als ich angefangen habe, also viel zu jung. Ich habe es halt nicht verstanden, leider. Aber jeder, der da, wie gesagt, schon ein bisschen älter war, jugendlich mindestens, der konnte da sehr viel erreichen, wenn er gewollt hätte. Ganz einfach. Am Flash-PC kein Dungeon von innen gesehen, hat aber trotzdem Endgame-Equipment. Ja. Man muss ja auch kein, oder, also jetzt musst du schon Dungeons farmen in Fly Universe. Naja, eigentlich nicht. Nee, in Fly Universe ist immer noch so. Level-Service. Also du musst immer noch keine Dungeons farmen. Du musstest noch nie Dungeons farmen in Fly. Musstest du noch nie und wirst du wahrscheinlich auch nie müssen.